Bosko! Rebecca! Komma! Hergeflogen. Heute geht's um Kommas. Scherzkeks. Ich zeig dir, wie man Kommazahlen addiert. Ja, Dazu musst du aber schon wissen, wie man schriftlich addiert. kann ich doch. Da haben wir doch das Video zugemacht. Ja, wenn du dich dran erinnerst, ist gut. Klar. Der einzige Unterschied beim Addieren von Kommazahlen ist, dass du die so aufschreiben musst, dass die Kommas immer untereinander stehen. Die Kommas. Ganz wichtig, schreib die Kommas untereinander. Und dann kannst du genauso rechnen, wie du es schon kannst, als wären keine Kommas da. Ja, dann leg mal los. Ja, ich zeige mal alle Aufgaben, die ich heute mit dir machen möchte. Ja. Wer die schon kann sie einfach jetzt rechnen. Ja. Am Ende blenden wir die Lösung ein. Und zwischendurch rechnet der Bosko sie vor. Dann starte mit der ersten Aufgabe. 2,3 plus 6,4. Die schreibe ich untereinander. Und dann rechne ich 4 plus 3 ist 7. Und 6 plus 2 ist 8. Dann habe ich 87 unten stehen. Fast. Wie fast? Ich habe dir gesagt, du musst die Kommas untereinander schreiben. Hab ich doch. Das heißt, dass auch an der gleichen Stelle, wo die Kommas sind, jetzt im Ergebnis ein Komma gesetzt werden muss. Dein Aha. Ergebnis ist also 8,7. Damit du dir das gut merken kannst, habe ich mal ein Absperrband mitgebracht. So rum. Und ich dachte nämlich, das sieht doch aus wie Kommas, die alle untereinander in einer Reihe stehen. So kannst du dir das vielleicht merken, Bosko, dass einfach die Kommas immer in einer Spalte stehen müssen. Auch beim Ergebnis. Okay, das heißt, ich übertrage das Komma dann auf das Ergebnis gleich. Ja, Okay. Also habe ich hier 8,7 raus. genau. Ist klar. Nächste Aufgabe. 4,13 und unten drunter schreibe ich 5,204. Aber das steht ja da nicht rechtsbündig da. Ja, Ja. das ist bei Kommazahlen nur wichtig, dass die Kommas untereinander stehen. Aha. Wenn dich das stört, dass die Zahlen jetzt nicht gleich lang sind, Allerdings. dann kannst du ja hinter der 3 eine 0 ergänzen. Jetzt wären die Zahlen gleich lang. Hinter dem Komma gibt es eben dann noch unendlich viele Nullen und du könntest theoretisch so viele ergänzen, wie du halt gerade brauchst. Aber die Zahl hört ja dann nirgends auf. Also da kommt immer noch Okay. eine 0 mehr hinterm Komma. Deswegen kann man die eigentlich gar nicht rechtsbündig schreiben, also die Nachkommastellen. Okay, dann schreibe ich die untereinander und füge da mal die 0 ein. Okay, also du musst die nicht Muss ich aber hinschreiben. nicht. Also nur, wenn es dich stört, dass da eine Lücke ist. Ja, stört mich. Okay. Okay, also habe ich 4 plus 0 ist 4. Ja. Oder einfach nur 4 hinschreiben. Okay, verstehe. Dann 0 plus 3 ist 3. Und 2 plus 1 ist 3. Dann schreibe ich das Komma hin. Weil da das Absperrband ist. Ja. Und habe dann noch vor dem Komma eine 5 plus 4 ist 9. Also habe ich 9,334. Gut gemacht. Ah, gut. 4,27 plus 16,2. Bosko, Ja. Kommazahlen muss man so vorlesen, dass die Ziffern hinter dem Komma einzeln ausgesprochen werden. Warum? Also du sagst bitte 4,27. Der Grund dafür ist, dass es eben nach der 7 ja weitergeht mit einer 0 und noch einer 0 und noch einer 0. Das heißt, warum solltest du dann 4,27 sagen? Du könntest ja auch 4,270 sagen oder 4,2700 oder so. Und das geht ja nicht. In der Mathematik muss alles eindeutig sein. Und deswegen sagst du bitte die Ziffern einzeln. Und es ist halt wichtig, dass die Kommas untereinander stehen, damit die Ziffern auch dort stehen, was sie repräsentieren. Also die beiden Zweier sind jetzt Zehntel, die sind an der Stelle der Zehntel und müssen deswegen auch da eingetragen werden, wenn du es dir wie eine Tabelle vorstellst. Und die 7 ist eine Hundertstelzahl, 7 Hundertstel. Und rechts daneben würden dann die Tausendstel kommen. Heißt es so? Ja. Du kennst dort schon die Einer und die Zehner und Ja. die Hunderter vorm Komma. Ja. Ja, und nach dem Komma haben die Stellen eben auch Namen. Zehntel, Hundertstel und so weiter. Ja, und Tausendstel, Zehntel, Hundertstel, okay. Tausendstel. Genau. Und dann Zehntausendstel. Ja, es geht so weiter. Okay, Und kann das- ich jetzt mal rechnen? Na ja, los. Also hinten denke ich mir eine 0. Also 0 plus 7 ist 7.
2 plus 2 ist 4. Dann kommt das Komma hin. 6 plus 4 ist 10. Da rutscht die 0 runter und die 1 übertrage ich. Und habe dann noch 1 plus 1 ist 2. Also habe ich 20,47. Sehr gut. Gleich zur nächsten Aufgabe. 8 plus 5,2. Da ist jetzt aber eine Zahl ohne Komma. Da steht nur 8. Ach so. Ja. Herr Bosko, die hat ein unsichtbares Komma. Na super. Es gibt keine Zahlen ohne Komma. Doch. Bei der 8, die 8 ist ja eigentlich eine 8,0 oder 8,00. Hinter jeder Zahl ist ein Komma. Wenn du jetzt eine Zahl wärst, könnte man auch sagen, du bist Bosko, 0. Und ich bin Rebecca, 0. Auf jeden Fall ist das Komma immer hinter der Zahl, wenn kein Komma dasteht. Okay, also kann ich auch 8,0 hinschreiben und unten drunter 5,2. Du brauchst das Komma 0 nicht hinschreiben, du musst nur wissen, dass die 8 direkt in die Spalte vor dem Absperrband kommt. Ja, und wenn ich das noch nicht weiß, schreibe ich lieber sicherheitshalber 8,0 hin. Wenn es dir hilft. Ja, es hilft mir noch. Die Spalte vor dem Komma ist halt die Spalte der Einer und die 8 ist jetzt eine Einerzahl, deswegen muss die dahin. Gut, also habe ich 2 plus 0 ist 2. Dann übertrage ich das Komma. Und dann habe ich 5 plus 8 ist 13. Da habe ich gleich einen 10er Übergang. Aber die 13 kann ich hinschreiben, weil vor der 5 und vor der 8 keine Zahl mehr steht. Ja. Gut, also 13,2. Okay. Puh, gut, nächste Aufgabe. 2,75 plus 0,15. So, 5 plus 5 ist 10. Dann rutscht die 0 runter, das ist ein 10er Übertrag und die 1 übernehme ich. Ja. Dann habe ich 1 plus 1 ist 2, plus 7 ist 9. Dann kommt das Komma hin und 0 plus 2 ist 2. Dann habe ich 2,90 als Ergebnis. Jetzt hast du es wieder gemacht, Bosko. Du Was? musst dich ein bisschen drauf konzentrieren. 2,9 hast du als Ergebnis. Die 0 braucht man tatsächlich gar nicht mehr. Und es macht keinen Sinn, 90 zu sagen, weil du könntest ja sonst auch 900 sagen oder 9000 sagen oder so Ja, weiter, okay. weil unendlich viele Nullen da sind. Also 2,9. Es sei denn, es geht jetzt halt um Geldbeträge zum Beispiel und Cent hat immer 2 Stellen, dann würdest du sagen 2,90 Euro. Ja, Aber wenn es jetzt einfach nur um Kommazahlen geht, würde ich 2,9 empfehlen. ja 2,9 Euro geht ja nicht. Ja. Ja. So, nächste Aufgabe. 5,7 plus 8,6 schreibe ich übereinander. 6 plus 7 ist 13. Geht der Übertrag auch über das Absperrband hinweg? Ja. Okay, also schreibe ich die 3 hin, übertrage die 1 und schreibe gleich das Komma hin. Und habe dann 1 plus 8 ist 9, plus 5 ist 14. 4 rutscht runter, 1 übertrage ich, da steht keine Zahl mehr, also 14,3 als Ergebnis. Ja, Gut. ja, wunderbar. 0,071 plus 5,23 schreibe ich untereinander, dass die Kommas untereinander stehen. So, dann habe ich hinten 0 plus 1 ist 1. 3 plus 7 ist 10, die 0 kommt runter, die 1 übertrage ich. 1 plus 2 ist 3. Dann kommt das Komma hin und 5 plus 0 ist 5. 5,31. Was ist mit der 0? Da war doch noch eine Du 0. hast doch gesagt, die Nuller kann man weglassen nach dem Komma. Ja, aber nur die ganz hinten stehen, Bosko, nur die ganz rechts stehen. Ach so. Oh, das ist aber gut, dass wir da nochmal drüber sprechen. Die 1 so. ist doch eine Tausendstel 1, also die steht an der Stelle der Tausendstel Ja. und da muss sie auch bleiben. Wenn du die 0 einfach weglässt, die auf der Hundertstelstelle steht, dann rutscht die 1 ja auf die Hundertstelstelle. Ja, klar. Also das geht nicht. Du kannst nur Nuller weglassen, wenn sie ganz, ganz, ganz rechts am Ende des Endergebnisses stehen, nicht zwischendrin. Ich gebe es nur schwer zu, aber du hast recht. Ist ja klar, wenn man mitdenkt. Ja. Also 5,301. Jetzt werde ich ganz rot, Bosko. Ja, ich sehe es schon. War ich wieder frech. Letzte Aufgabe.
Ja. 35,23 plus 4,77. So, dann habe ich 7 plus 3 ist 10. Die 0 kommt runter, die 1 übertrage ich. 1 plus 7 ist 8, plus 2 ist wieder 10. Die 0 kommt runter, die 1 übertrage ich. Schreibe das Komma hin. 1 plus 4 ist 5, plus 5 ist 10. Das sind ja lauter Überträge. Die 0 kommt wieder runter, die 1 übertrage ich. Und dann habe ich hier noch 1 plus 3 ist 4. Also habe ich als Ergebnis 40,00. Oder kann ich die Nuller weglassen? Einfach nur 40. Ja, das wäre doch gut. Außer ich habe einen Geldbetrag. Dann könnte man sagen 40 Euro und 40,00 hinschreiben. Ja, wenn einem die Nachkommastellen interessieren, schreibt man sie hin. Ansonsten Ja. kannst du tatsächlich nur 40 hinschreiben. Du siehst, beim Addieren von Kommazahlen kann es also passieren, dass eine natürliche Zahl rauskommt, also dass gar keine Kommazahl mehr im Ergebnis steht. Ja, stimmt. Ja, das ist möglich. Gut, Bosco. Okay. Du bist schon richtig fit. Ja. Ja, hier Bin blende ich zufrieden. nochmal die Lösungen zu allen Aufgaben ein. Und als nächstes könnten wir ja ein Video machen über die Subtraktion von Kommazahlen. Oder ich könnte dir zeigen, wie man das Kommutativ- und Assoziativgesetz verwendet, um Kommazahlen geschickt zu addieren. Es gibt noch viel für uns zu tun, Bosco. Oh ja, ich glaube auch. So, Daumen hoch und Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.